Hallo und willkommen in meiner Schmiede. In der November-Werkbank habe ich ja bereits angekündigt, dass es im Dezember um die Armeen geht, die ich im Laufe des Jahres begonnen oder fortgesetzt habe. Den Anfang machen die Hochelfen. Die gesamte Armee habe ich von einem Freund geschenkt bekommen, der Warhammer schon vor mehreren Jahren aufgegeben hat. Er wollte sie loswerden und meinte, bei mir sind Hochelfen und Imperium in guten Händen. So wie die Armee hier steht, hat sie 1098 Punkte ohne Helden oder Magier. Die Punktkosten orientieren sich an der 7. Edition. Das Armeebuch der 8. Edition habe ich nicht und ich glaube, sollte nächstes Jahr The Old World kommen, dann kann man sowieso alle Punktberechnungen über den Haufen schmeißen. Schauen wir uns also die Einheiten an. Die erste Einheit, die ich in dieser Reihe bemalt habe, waren die Schwertmeister von Hoeth und mit denen geht's auch los. Die 12 Schwertmeister unter dem Kommando von Hauptmann Phineos stellen einen brauchbaren Anfang einer Armee dar. Mit diesen Modellen hat der Aufbau der Truppe begonnen. Allerdings ist die Einheit selbst zu klein. Sie hat 210 Punkte, um als Grundlage einer Armee bezeichnet zu werden. Die kleine Einheit ist ein Anfang für etwas Größeres, weil sie nicht über das Durchhaltevermögen verfügt, das sie mit beispielsweise 20 Modellen hätte. Selbst Schwertmeister, die über eine Menge Vorteile verfügen, wie schwere Rüstungen, Zweihänder und die Sonderregel schlägt immer zuerst zu, können schnell in Schwierigkeiten geraten. Von meiner eigenen Hochelfenarmee habe ich noch um die 20 alte Schwertmeister und auch 20 aus der Schlacht auf der Blutinsel-Box. Ob davon allerdings welche in diese Einheit einfließen werden, weiß ich nicht. Zum einen sind die Kunststoffmodelle etwas größer als die Zinn-Modelle, allerdings habe ich dafür auch schon eine passende Lösung. Zum anderen würde für mich dann auch der Hintergrund der Armee, die sich ja aus versprengten Einheiten zusammensetzt, verloren gehen. Deswegen werde ich da noch eine Weile drüber nachdenken und maximal würde ich ohnehin nur 8 Modelle zu der Einheit hinzufügen, um auf 20 zu kommen. Die zweite Einheit waren meine Bogenschützen. Das sind 15 Mann unter dem Kommando von Schützenmeister Arlan. Mit 16 Modellen ist die Einheit für eine Kerneinheit auch relativ klein und wie bei den Schwertmeistern wären 20 oder im Fall der Bogenschützen als Kerneinheit 24, vielleicht sogar 30 besser. Bei Kerneinheiten finde ich es jetzt nicht so schlimm, auch vor dem gewählten Hintergrund, wenn eine Einheit doppelt so groß ist wie eine Elite- oder seltene Einheit. Immerhin sind in den meisten Armeen weit mehr einfache Soldaten als Spezialisten vorhanden. Von daher müsste die Einheit eigentlich auch doppelt so groß sein wie die der Schwertmeister, jedenfalls meiner Meinung nach. In meiner eigenen Hochelfenarmee habe ich auch noch Bogenschützen, aber bisher hatte ich noch keine Lust, weitere Modelle zu entfärben. Außerdem war, wie bereits erwähnt, ja der Gedanke, dass die Armee aus dem bestehen sollte, was in der ursprünglichen Armee war, die mir mal geschenkt worden ist. Ganz daran habe ich mich dann später mit den Heldenmodellen nicht mehr gehalten. Da hatte ich dann allerdings auch schon die Verwendung für Warlords of Everyone im Kopf, denn dort wird der Kriegsherr von 4 Gefährten begleitet. Silberhelmritter sind in den meisten Hochelfenarmeen die Standardkavallerie. Im Angriff haben sie wie alle Ritter eine gute Durchschlagskraft, sind aber spätestens danach auf die Hilfe von Infanterie angewiesen. Dadurch, dass die Einheit unter Taranas Kanatael mit 7 Modellen relativ klein ist, in einer Silberhelmbox waren ja damals 8 Modelle, mir persönlich sind aber Einheiten mit 12 Modellen lieber, wird es auch eher darauf hinauslaufen, dass die Silberhelme wie makedonische Gefährtenkavallerie eingesetzt werden wird. Das heißt, die Infanterie muss den Feind im Zentrum binden und die Kavallerie greift dann in der Flanke an. Allerdings hat diese Taktik auch ein Problem. Zum einen gibt es in der Mitte keine großen Infanterieblöcke, die auf Dauer einen Feind binden könnten. Zum anderen bräuchte ich 2 Einheiten Kavallerie, um den Feind auf der linken und der rechten Flanke angreifen zu können. Es wird also eine ganze Menge Abstimmung unter den Einheiten nötig werden, um ihre volle Schlagkraft entfalten zu können. Für den Anfang bedeutet das nichts anderes als, die Armee wird ganz oft eins auf den Deckel kriegen. Die Schlagkraft der Silberhelmritter wird noch durch den General erhöht, der sich der Truppe anschließen wird. Kommen wir nun zu den Weißen Löwen. Sie sind die zweite Eliteeinheit der Armee und mit 14 Modellen ein bisschen größer als die Schwertmeister, was allerdings auch hier nicht so schlimm ist, denn es gibt nun mal nicht hunderte von Weißen Löwen. Zusammen mit den Schwertmeistern werden sie das Zentrum der Schlachtreihe bilden, weil beide Einheiten sehr kampfstark sind, trotz ihrer geringen Größe. Wenn man das Ganze mit der makedonischen Taktik vergleicht, bilden diese beiden Einheiten quasi die Phalanx, die die feindliche Armee binden muss. Ein bisschen kann man die Infanterie auch mit den Abteilungsregeln des Imperiums vergleichen. Die Flanken der kleinen, aber kampfstarken Einheiten Schwertmeister und Weiße Löwen werden von den Speerträgern und der Seegarde geschützt und unterstützen die im Nahkampf. Leider haben wir trotz des ähnlichen Vorgehens wie in den Abteilungsregeln nicht die Vorteile. Nichtsdestotrotz sollten Löwen und Schwertmeister in der Lage sein, einen Feind lange genug zu binden, damit die Speerträger und Silberhelme die Flanken der Gegner angreifen können. Wie bereits gesagt, es kommt hier auf die richtige Abstimmung an.
Kommen wir jetzt zu den Einheiten, die eigentlich der Kern einer Hochelfenarmee sein sollten, den Bürgermilizen, in dem Fall den Speerträgern. Insgesamt hatte ich 16 Modelle zur Verfügung. Mit den Unterkörpern der knienden Bogenschützen sind es dann 20 geworden. Genug also, um 2 Einheiten aufstellen zu können. Natürlich hätte ich auch ein 20er-Regiment aufstellen können. Aber als ich anfing mit der Armee, hatte ich auch die Möglichkeiten für Warlords of Erevan im Kopf und da ist die Standard-Infanterieeinheit 10 Modelle groß. So konnte ich gleich 2 verschiedene Einheiten bauen. Normalerweise, aber was ist bei der Truppe hier an sich schon normal, würden diese Modelle im Zentrum stehen und den Feind binden, was ich ja schon ein paar Mal gesagt hatte, bis die schweren Eliteeinheiten sich damit befassen können. Das funktioniert allerdings nicht mit 2 10-Mann-Einheiten. Deshalb werden die Speerträger an die Seiten der Eliteeinheiten gestellt. Das macht jetzt zwar keinen großen Unterschied, aber die Seegarde kommt als Fernkampfunterstützung jeweils auf die Flanke, an der die Kavallerie ist, und die Bogenschützen werden auf der gegenüberliegenden Flanke positioniert, damit auf beiden Seiten Schützen stehen. Der General der Armee ist Eldrod aus der 5. Edition. Das Modell hieß damals im Katalog schon so und deswegen habe ich mich dann auch für diesen Namen entschieden. Für mich ist er einer der schönsten Hochelfenhelden und es hat damals eine Weile gedauert, bis ich ihn bekommen habe. Bestellen war noch nicht so einfach wie heute in Zeiten des Internets und manchmal war man ziemlich überrascht, wenn man sein Paket geöffnet hat, nur um festzustellen, dass 8-mal das gleiche Modell geliefert wurde, obwohl man am Telefon ausdrücklich gesagt hat, man möchte unterschiedliche Modelle haben. Ja, die guten alten Zeiten. Begleitet wird der General von 4 Gefährten. Wie schon gesagt, die werden für Warlords of Erevan gebraucht, würden sich aber auch in einer Warhammer-Armee gut machen. Es handelt sich bei den Modellen um den alten Prinz Imrik, dann folgt ein klassisches Hochelfen-Heldenmodell, in der Mitte natürlich General Eldrod, neben ihm ein Waldelfengeneral, den ich aber schon immer bei meinen Hochelfen eingesetzt habe, und zum Schluss ein selbstgebauter Held aus Teilen der Silberhelmritter und dem adligen Set der Hochelfen. Außerdem gibt es noch 2 Modelle, die ohne Video bemalt worden sind. Das ist einmal das Infanteriemodell von Prinz Altran. Wer sich an den noch erinnert, das ist der Greifenreiter aus der Schlacht um die Blutinsel-Box, den es dann später auch als Infanteriemodell gab. Das war übrigens das letzte Hochelfenmodell, das ich mir gekauft habe, denn kurze Zeit später bin ich auf historische Tabletops umgestiegen und bis vor 3 Jahren auch größtenteils dabei geblieben. Der hat kein Video bekommen, weil als ich den bemalt habe, habe ich noch nicht im Traum dran gedacht, dass ich irgendwann mal einen YouTube-Kanal aufmachen würde. Das zweite Modell ist ein wenig experimentell, wenn man so sagen darf. Der Säbelzahntiger, der Oberkörper des Reiters, die Arme und das Schild stammen aus dem Drucker, der Kopf entweder aus dem Set des Hochelfenadligen oder aus dem Drachenbausatz, wo genau weiß ich leider nicht mehr. Die Beine sind wie unschwer zu erkennen ein Silberhelmritter. Das Schwert habe ich selber gebaut aus der Speerspitze eines Lumineth Realm Lords und dem Parier eines alten Speerträgerschwerts. Das Reitheer ist vielleicht etwas ungewöhnlich für einen Hochelfen, aber ich bin ein Kind der 80er und gerade bei Hochelfen, finde ich, passen Tiger, Löwen und Panther sehr gut als Reittiere. Über Barbaren brauche ich an dieser Stelle, glaube ich, nichts zu sagen. Bisher war ja die ganze Aufstellung der Armee ein bisschen abstrakt und ich habe nur die Einheit selber gezeigt. Kommen wir jetzt also mal zu der geplanten Schlachtaufstellung. Nach der Graf von Schlieffen zugeschriebenen Aussage, macht mir den rechten Flügel stark, stehen auf der rechten Flanke die Silberhelmritter, die von dort dem Feind in die Flanke fallen sollen. An sie angeschlossen ist die Einheit Seegarde, die auf diesem Flügel für Fernkampfunterstützung sorgen soll. 5 Schuss sind jetzt nicht viel, aber im Fall dieser Streitmacht ist, glaube ich, jedes gegnerische Modell, das die Schlachtreihe nicht erreicht, schon ein kleiner Sieg. Es folgen die Schwertmeister und die Weißen Löwen, die mit ihrer schweren Bewaffnung das Zentrum halten müssen. Wenigstens lange genug, bis die anderen Einheiten von der Flanke eingreifen können. An der linken Flanke der Weißen Löwen stehen die Bogenschützen. Momentan in 3 Reihen, aber für ein Spiel werden es dann doch 2 werden, einfach damit mehr Schützen schießen können. Den Abschluss auf der linken Flanke bildet die Einheit Speerträger, die vermutlich einiges zu tun haben wird, diese Flanke alleine zu sichern. Zum Abschluss jetzt ein Bild der kompletten Armee mit Helden und General. Diesmal natürlich in Marschformation. Ich hoffe, dass euch dieses etwas andere Video gefallen hat. Wenn es das getan hat, dann lasst mir einen Like oder Kommentar da, teilt das Video oder läutet die Glocke. Eben alles, was ihr so von YouTube kennt, und bis bald in meiner Schmiede.